kommen wir gleich an die spektakuläre Stelle. Motorraum, wenn man da reinguckt, Oberlack, kein Motor mehr da. Was man hier auch sieht, sind die vorderen Stoßdämpferaufnahmen, die um die Ausgleichsbehälter konstruiert wurden. Und man sieht also schon, wie lang der Stoßdämpfer ist und wie groß jetzt der Federweg da geworden ist durch diese Konstruktion. Tank, Bremsanlage weitgehend Original Unimog 1300. Luftfilter natürlich Leistung entsprechend vergrößert und hier angebaut. Was man noch sieht, ist einer der zusätzlichen Kühler für den Motor. Die haben wir jetzt seit letztem Jahr konstruiert und eingebaut. Die haben wir also praktisch wie ein V angeordnet, jeweils mit elektrischen Lüfter hinten dran und die Seitenbleche dann noch geschlitzt, was man hier sehen kann, dass hier praktisch die warme Luft weg kann. Von denen erhoffen wir uns eben, dass wir im Temperaturbereich bleiben, das für die Einspritzdüsen angenehmer wird. Der Ausgangspunkt von der Konstruktion war Bedingung, Motor muss in der Kabine und alles andere haben wir dann drumherum gebaut. Ziel war hier eben eine bessere Gewichtsverteilung hinzukriegen, im Idealfall Vorderachse, Hinterachse 50-50. Deswegen haben wir uns überlegt, wir setzen den Motor hinter die Kabine und drehen den um 180 Grad und gehen aber wieder ins Seriengetriebe rein. Hier sieht man praktisch das Wendegetriebe. Die Ausgangswelle vom Motor und geht dort ins Wendegetriebe rein und die nächste Welle geht in das Hauptgetriebe vom Unimog wieder rein. Jetzt der Platz von der Seilwinde. Die hatten wir beim 2017er Unimog noch ganz am Heck verbaut als Gegengewicht zum Motor. Die ist jetzt hier nach vorne gewandert, eben um auch hier wieder das Gleichgewicht im Motor, Gesamtgewicht hinzubekommen. Deutlich effektiver als beim alten. Der Tank fürs Hydrauliköl für die Seilwinde haben wir auch einen eigenen konstruiert und da so angepasst, dass der relativ in einem geschützten Bereich sitzt. Eine Breslau oder eine Rallye ohne Ersatzrad anzutreten macht überhaupt keinen Sinn. Hier haben wir jetzt praktisch die Lösung so gewählt, dass das Ersatzrad mittig sitzt und auch schnell zugänglich ist dann, wenn man mal zügig Reifen wechseln muss.